So, wir sind auf der Autobahn, wie man unschwer erkennt. Ungefähr. Funktioniert? Funktioniert wieder, ja. Genau. MacGyver hatte nämlich dasselbe Problem mit seiner Fernsteuerung, wie ich auch ständig habe. Die hängt sich auf und dann kannst du echt nur noch warten, bis die Batterie alle ist, der Akku, und dann kannst du neu starten und dann geht sie plötzlich wieder. Na gut, also, anderes Thema. Wir sind auf der Autobahn. Jetzt haben wir nochmal die letzte Pause gemacht. Da hinten geht es jetzt gleich runter von der Autobahn und dann kommt der Grenzübertritt nach Österreich in die Ostmark. Und dann sind es noch etwa 100 Kilometer bis nach Gries im Sellrhein. Und was gibt es in Gries im Sellrhein? Warte mal, ich mache mal Mesh an. Hört noch gar niemand mit, weil niemand einen Helm auf hat. Bernds Neuer. Ist aber noch nicht an. So, dann geht es nämlich nach Gries im Sellrhein. Und in Gries im Sellrhein gibt es das diesjährige TKM 24. 26 in Tirol. Das ist die Nordgruppe und Teile aus Bayern. Wir haben uns unterwegs aufgelesen. Wir sind jetzt zu 9. Und wir werden so... Es haben wieder welche abgesagt, aber ursprünglich waren wir irgendwas 45 Motorräder. Jetzt haben wir wieder 2 abgesagt. Ich glaube, jetzt sind wir noch 42 oder 43 Motorräder. Und ein paar mehr Leute, weil wir ein paar Sozias dabei haben. So, dann steigen Sie auf. Moment mal, fällt euch das auch auf? 2 Dinge, die wir hier mal eben hinterfragen müssen. Erstens, der Lappen, der zwischen Scheibe und Navi klemmt, der dient nämlich zur zusätzlichen Stabilisierung des Carburite, weil wir der BM05-Halterung nach ihrer feldmäßigen Reparatur tatsächlich nicht 100%ig über den Weg trauen und mit dem Lappen versuchen, die Vibrationen und Schwingungen vom Gerät fernzuhalten. Ob das gelingt, wird sich noch im Laufe einer der nächsten Episoden herausstellen. Aber viel entscheidender für die heutige Folge, das Audiokabel steckt nicht in Cäsar, also in meiner Kamera vorn am Armaturenbrett, die das Audio aus dem Spider empfängt und damit die Gespräche aus dem Mesh aufnehmen soll. Hatte ich ja an anderer Stelle schon mal beschrieben, wie ich das mache. Stichwort Coco-Methode. Ich weiß gar nicht, wie mir das in dem Moment nicht auffällt. Dabei ist das Kabel genau aus diesem Grund rot, damit man es nicht übersieht, wenn es da so lose rumbaumelt. Naja, jetzt ist das so und bis nach Gries wird es deshalb keinen Mitschnitt aus dem Mesh geben. Frank, du hast noch einen Ständer draußen. Das war extra für Jackie. Was hat das jetzt mit Jackie zu tun? Du bist, die warten immer auf solche Worte. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Besser wird's nicht mehr. Ich würde nichts mehr sagen. Besser wird's nicht mehr. Das Thema, schönes Wetter heute. Auf geht's. Die letzten paar Kilometer Autobahn. Oberaudorf geht's runter. Das sind bloß ein paar Meter. So, und vor uns liegen die Berge. Endlich haben wir es geschafft. Ja. Ja, die Berge liegen vor uns und hinter uns der Regen, dem wir für einen kleinen Moment aus dem Weg gehen können.
Rund 900 Kilometer haben wir bis hierhin zurückgelegt. Unterwegs haben wir in Hemau Klaus und Jackie aufgesammelt, sowie Erwin und Ewald mit Renate, die dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei auf einem Team Krattmelder 24 Jahrestreffen sind. Obwohl sich die Sonne blicken lässt, behalten wir alle unsere Regenklamotten an, denn der Regenradar sowie die weitere Prognose verheißen für heute und morgen nichts Gutes. Wir verlassen die Inntal-Autobahn an der letzten Ausfahrt vor der Grenze und wollen auf österreichischer Seite parallel zur Autobahn weiterfahren. Von hier sind es noch 110 Kilometer nach Gries im Sellrhein. Wer Spatzels und meine Huveleno-Tour 2023 gesehen hat, dem sollte Gries bekannt vorkommen. Aber nicht zu verwechseln mit Gries am Brenner, das erst vor kurzem durch die Medien ging. Und da lohnt sich ein kurzer Blick. Ausgerechnet der Bürgermeister von Gries am Brenner hat dort vor wenigen Monaten den Transit für einen Tag lahmgelegt, aus Protest gegen den Verkehr, der sich seit den 60ern versiebenfacht hat. Verständlich für die Anwohner, ärgerlich für Reisende. Ein Konflikt, der Tirol-Urlauber noch länger begleiten wird. Wir sind da. Da sind wir. Nur über die Grenze, Bernd, noch nicht am Ziel. Naja, noch nicht ganz. Mitte in. Ne, also so viel Zeit muss sein. Mitte in. Ich kann auch mal sauber machen, das Flügel. Da sind wir. In Österreich. Hoffentlich lassen sie uns in Ruhe. Hat jeder eine Warnweste und ein Verbandspäckchen dabei. Wahrscheinlich haben wir gleich die Mega-Verkehrskontrolle. So, wir haben die Grenze nach Österreich überquert und das will ich kurz zum Anlass nehmen, mal wieder auf ein paar wichtige Besonderheiten hierzulande hinzuweisen, die man als Deutscher nicht automatisch auf dem Zettel hat, nämlich die Geschwindigkeitsregelung von Ortstafeln. Während bei uns die unmissverständliche Regelung gilt, Ortstafel gleich 50 km/h, und zwar ohne Ausnahme, ist das hier in Österreich nämlich nur zum Teil so. Der entscheidende Unterschied: die österreichische Ortstafel ist nur ein Hinweiszeichen, kein Vorschriftszeichen wie bei uns. Sie zeigt lediglich den Beginn eines Ortsgebiets an, und weil dort in Ortsgebieten nur 50 gefahren werden darf, sagt die Ortstafel, ab wo das gilt. Aber jetzt kommt's. Eine bereits vorher per Vorschriftszeichen angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung wird davon nicht berührt. Klingt unlogisch, ist aber so. Eine Ortstafel in Österreich hat keine aufhebende Wirkung von zuvor angeordneten Streckenverboten. Steht vor der Ortstafel beispielsweise ein 70 km/h Zeichen, dann gilt diese Begrenzung auch nach der Ortstafel weiter. Und dasselbe gilt auch für niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkungen, etwa wenn dort 40 km/h galt. Und solche streckenbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten genau so lange, bis sie durch ein entsprechendes explizites Aufhebungszeichen beendet oder durch ein neues Zeichen geändert werden. Wenn du in Österreich also auf eine Ortstafel zufährst, musst du dir ganz genau überlegen, ob du zuvor an einer Geschwindigkeitsbegrenzung vorbeigefahren bist. Das könnte dann knifflig werden, wenn du aus einer Seitenstraße eingebogen bist. Wenn jedoch eine Geschwindigkeitsbegrenzung am selben Mast bzw. am selben Steher wie die Ortstafel montiert ist, dann gilt diese Geschwindigkeit für das gesamte Ortsgebiet und darüber hinaus, weil ja die Ortstafel und damit auch die Ortsendetafel lediglich Hinweise sind und keinerlei die Geschwindigkeit anordnende oder aufhebende Wirkung entfalten. Die vor einer Ortschaft oder bei einer Ortstafel verordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten nach Ende einer Ortschaft einfach weiter, und zwar so lange, bis sie ausdrücklich aufgehoben werden. Aber damit nicht genug Verwirrung. Der Endgegner aus deutscher Sicht sind Geschwindigkeitsbegrenzungen am selben Mast mit einem Zusatzzeichen versehen, auf dem dann die Ausnahmen aufgeführt sind, also Straßen, auf denen die angeordnete Begrenzung nicht gilt. Und zwar vorzugsweise so klein geschrieben, dass man anhalten und aussteigen muss, um sie lesen zu können. Das Beste daran:
Das gilt für dich gar nicht, solange du auf der Straße bleibst, die von der Ausnahme betroffen ist. Galt nämlich vor so einer Tafel 70, dann darfst du mit 70 durch den Ort fahren, solange du auf der Straße bleibst, die in der Ausnahme auf dem Zusatzzeichen aufgeführt ist. Ansonsten 30, wie in diesem Beispiel. Galt vor der Tafel keine besondere Geschwindigkeitsbegrenzung oder wird diese direkt bei der Ortstafel aufgehoben, dann gelten 50 km/h. Hurra Österreich, sage ich da nur. Ich frage mich wirklich, wieso das so kompliziert sein muss. Oder stehe ich da alleine? Jedenfalls habe ich mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage motovlog.gradmelder24.de zusammengetragen. Der ist aber echt übervorsichtig da vor uns. Von 40 habe ich ja nichts gelesen. Da. Also ich werde mich hier in Österreich strikt an die Tempolimits halten. Ne? Nicht, dass ihr ungeduldig werdet oder so, weil hier ist echt teuer. Gut. Ich wollte es nur sagen. Mhm. Frank, werden dir hier auch Gefahrenstellen angezeigt? Ja, europaweit. Sehr gut. Ist Österreich Europa? Ja, auch wenn es nicht erlaubt. In Österreich stehen übrigens auch die Leitpfosten dichter beieinander. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe da mal was von 33 Metern gehört. Aber genau weiß ich es nicht. Das muss ich mal nachlesen und blende es hier ein. Genau so ist es. Die Leitpflöcke, wie sie hier heißen, stehen in Österreich außerorts in einem Regelabstand zu je 33 1/3 Metern zueinander. Also alle 100 Meter 3 Pflöcke. Im Gegensatz zu Deutschland, wo unsere Leitpfosten in Abständen zu 50 Metern stehen, also 2 auf 100 Meter. Während die deutsche Regel ein paar handfeste Vorteile bietet, nämlich das präzise Abschätzen des geforderten halben Tachoabstands zum Vordermann bei 100 km/h oder das Einschätzen der 50 Meter Sichtweitengrenze bei Nebel, konnte ich zum tieferen Sinn der österreichischen 33,33 Meter nichts Belastbares finden. Der einzige nachvollziehbare Vorteil wäre eine bessere optische Linienführung in kurvigem, bergigem Gelände, weil mehr Pflöcke gleichzeitig im Blickfeld stehen. Sollte ich da was übersehen haben, freue ich mich über jeden konstruktiven Kommentar. Wir stehen jetzt und warten, weil sich Bernd unerlaubt von der Truppe entfernt hat. Wir sind seit dem letzten Tanken 260 Kilometer unterwegs jetzt. Kilometer unterwegs und Bernd ist der Meinung, er muss jetzt unbedingt tanken, weil er jeden Moment stehen bleibt. Das wäre aber nicht passiert, weil als wir heute Morgen getankt haben und er hatte 260 Kilometer auf der Uhr, waren noch 3 Liter drin. Mehr sogar. Bernd ist der Meinung, 20,6 Liter gehen rein in seine Moto Morini und er hat heute Morgen nach 260 Kilometer 17 Liter, ne, Spatzel? 17 Liter getankt. Das bedeutet, er käme 300 Kilometer weit. Der kommt sogar noch weiter, weil die 20,6, die zweifle ich sowieso an. Da sind garantiert noch 1-2 Liter Reserve mit drin. So, das glaubt er aber nicht. Traut er sich nicht. Traut sich nicht. Jetzt fährt er wieder zur Tanke. Tankt jetzt wieder 17 Liter wahrscheinlich. 16 oder 17 Liter. Na? Ja doch, das werde ich schon rauskitzeln aus ihm. Mit dem Problem, wir kommen jetzt in 70 Kilometer in Gries an, dann kann er erstmal wieder voll tanken. Weil wir können morgen nicht mit ihm losfahren, wenn von seinen sowieso schon viel zu knappen 260 Kilometer schon wieder 70 fehlen. Das ist Blödsinn. Das ist einfach... Leute, wenn ihr das Motorrad noch nie leer gefahren habt, wisst ihr nicht, wie viel im Tank reinpasst.
Kannst immer nur wiederholen. Fahrt's Motorrad einmal leer, fahrt's ganz leer und dann voll tanken. Nur so erfährt man, wie viel da reinpasst. Was in der Betriebsanleitung im Handbuch drin steht, das interessiert keine Sau. Das sind alles irgendwelche komischen Angaben, die vorne und hinten nicht stimmen. Zieht sich ein bisschen in die Länge da, der Ort. Achso, das heißt ja auch Gries, wo wir hin wollen, ne? Zell rein. Genau. Na, das schaffen nicht alle. Hey!